weil wir dann einfach wissen, wir verdienen 3.500 netto passiv. Mir geht es neben dem beruflichen Erfolg, was wir jetzt relativ viel gehört haben, auch um das private Umfeld. Habe ja von dir immer gehört, dass das mindestens genauso wichtig ist. Und da geht es mir ganz speziell darum, wie kann man zum Beispiel meine Frau jetzt mit auf die Reise nehmen. Wie man das kann, weiß ich, aber wie du. Wie ich das kann. Ja. Welche Tipps hättest du da? Was machst du und was macht deine Frau? Also ich bin im EDV-Bereich selbstständig. EDV? Ja. Und meine Frau ist in einem anderen Unternehmen angestellt, in der Datenpflege, das ist Preispflege, Warenwirtschaftspflege und so weiter. Also ihr seid schon ein bisschen so in die gleiche Richtung. Ja. Und wie willst du sie mitnehmen? Wohin? Das Thema dabei ist, es ist ja natürlich dadurch, dass ich jetzt die verschiedenen Kurse gemacht habe, ändert sich teilweise auch die Denkweise. Typisches Beispiel, TV schauen, also Fernsehen, gibt es bei mir nicht mehr, bei ihr schon. Also man merkt einfach, dass sich irgendwie etwas anders entwickelt, jetzt auch von der Denkweise her. Jetzt willst du ihr Fernsehen verbieten? Ja, das wird nicht funktionieren. Nein. Aber sie trotzdem irgendwie mit auf die Reise nehmen, dass sie, ja, damit man die Reise einfach gemeinsam gehen kann. Gut. Also, was du tun kannst, ist Vorbild sein. Ja, wenn du regelmäßig deinen Sport machst, kann sein, dass sie mitmacht. Wenn du regelmäßig gesünder isst, kann sein, dass sie mitmacht. Wenn du regelmäßig auf Seminare gehst, kann sein, dass sie mitmacht. Wenn du regelmäßig liest, kann sein, dass sie mitmacht. Aber sei Vorbild und versuch sie nicht zu bekehren, sei es für dich. Weil was du sagst, ist nicht wichtig, ist wie in der Kindererziehung. Was wir unseren Kindern sagen, da hören sie nicht drauf, aber sei dir sicher, sie schauen dir zu. Und dann finde etwas, was ihr gemeinsam machen könnt, was ihr aber beide wollt. Und da könnt ihr dann gemeinsam Seminar besuchen, könnt gemeinsam Bücher lesen, könnt gemeinsam Zeit verbringen. Ich glaube, wenn wir unterschiedliche Wege gehen, gehen unsere Wege auseinander. Wenn wir gemeinsame Dinge machen, ein so ein festes Ding noch außerhalb von Ehe, Familie und so weiter, etwas, was zusammenhält, bringt uns weiter zusammen. Das könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, es ist doch an der Zeit, dass wir uns mal eine Gewerbeimmobilie zulegen. Eine Wohnung, die wir vermieten können oder sonst irgendetwas. Und vielleicht haben wir gemeinsam Lust, mal so einen Immobilienkurs zu machen. Oder ein Buch zu lesen und dann gemeinsam mal zu gucken. Jeder findet mal 10 Objekte, die in Frage kämen. Und dann macht man das mal. Weil die meisten sagen, oh, gibt keine Immobilien mehr. Was ein Quatsch. Ja, man muss gucken. Man muss gucken. Einfache Formel, guck dir 50 Dinge an, mach 10 Angebote, 3 kriegst du eine Antwort, 1 kaufst du. Ja, aber 50, die kann ich mir doch nicht angucken. Doch, kannst du, wenn du das magst. Und dann hast du eine gute Immobilie, eine richtig gute, auch wo der Preis, wo alles stimmt. Aber da musst du ein bisschen Arbeit investieren und wenn eine Frau auch Spaß hat, sagt Ziel, wir wollen, sagen wir mal in 20 Jahren, 4 Wohnungen haben, die wir vermietet haben und abbezahlt haben, weil wir dann einfach wissen, wir verdienen 3.500 netto passiv. Das ist für uns ein Ziel. Wenn ihr das anfangt, werden es nicht 4, werden es 10 mindestens. Und du wirst nicht 3,5 haben, sondern du wirst dann 10.000 haben. Die meisten fangen nur nicht an, weil sie sagen, oh, geht doch nicht, Immobilienmarkt ist doch völlig heiß gelaufen, viel zu teuer. Das ist alles Quatsch. Also nur ein Beispiel. Da könnt ihr etwas gemeinsam machen und da macht es Sinn zu lernen, weil du lernen musst. Über Immobilien musst du endlos viel lernen. Brauchst einen guten Kurs. Gibt es nicht in Deutschland. Also ich kenne keinen. Die meisten Leute verstehen einfach nicht, wie leicht Immobilien sind. Der Nermin, darf ich das sagen? Ja? Der ist zum Beispiel lange schon finanziell frei, weil er über 20 Immobilien hat und von der Miete sehr gut leben kann. Und der kann richtig Immobilien. Der weiß richtig, wie das geht. Sage ich nicht die genaue Zahl. Der kann das. Und das ist etwas, das kann man lernen. So, und irgendwo müsst ihr ja investieren. Also entweder lernt ihr Aktien richtig, Unternehmensbeteiligungen richtig oder Immobilien. Oder ihr streut oder ihr geht in irgendwelche Fonds. Aber wenn du auf der Gewinnerseite bist, dann machst du irgendwo eine Beteiligung, wo du es in der Hand hast.
So, und das ist eine Unternehmensbeteiligung oder in Immobilien. So, dann lernt das. So, das könntest du mit deiner Frau machen. Also war jetzt ein kleiner Exkurs, aber um mal zu zeigen, wie intensiv sowas sein könnte. Und das bringt richtig zusammen. Weil da musst du das Ding verwalten, dann dann lernst du die goldene Regel, dass du etwas kaufst, nur 10% vom Kaufpreis maximal in Renovierung steckst und was du renovieren solltest und so weiter und wie du es renovierst. Und dann bist du mittendrin. Und dann fragen mich immer die Leute, worin soll ich investieren, Bodo? Ja, das, was du magst und was du kannst, verdammt nochmal. Und das lernst du richtig. Und wenn du das 10 Jahre machst, bist du richtig gut da drin. Du könntest dann, wenn du wolltest, gut davon leben und könntest auch, wenn du wolltest, deinen Beruf machen da drin. Aber es bringt euch zusammen. Mit meiner Frau mache ich gerne Immobilien. Wir haben jetzt wieder ein schönes Objekt, was wir uns angucken zusammen. Sie findet das genau aus diesem Grund. Weil in dem, was ich mache, das ist schwierig. Weil ich bin wirklich ein Lernviech. Meine Frau ist hochintelligent, liest Bücher, aber trotzdem sie unfassbar viel liest, habe ich in der gleichen Zeit 10 gelesen. Aber mit Immobilien, das ist ganz gut mit uns beiden. Weil wenn wir das nächste Ding kaufen, sie kümmert sich dann um die Renovierung, ums Einrichten und so weiter. Das ist ein Riesending, weil das richtig schön zusammenbringt. Da entsteht etwas, weißt du, jeder muss natürlich auch das Gefühl haben, gebraucht zu sein und auch das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun und etwas Gemeinsames zu schaffen. Wenn du das in einer Partnerschaft schaffst, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, sondern es zu schaffen, dass es wirklich so ist, das ist gigantisch. Und das kostet ein bisschen Zeit. Aber die Belohnung ist riesengroß, wenn dein Partner an deiner Seite auch immer stärker wird. Aber du kannst nicht sagen, hör auf, Fernsehen zu gucken. Aber wenn du stattdessen sagst, an 2 Abenden gehen wir uns Immobilien angucken, kannst du in der Zeit kein Fernsehen gucken. Ja, es geht ja nicht darum, kein Fernsehen zu gucken, sondern was Sinnvolles zu tun. Dann kannst du automatisch kein Fernsehen gucken. Es geht immer darum, bin ich Spieler oder bin ich Zuschauer? Bringt euch beide dazu, dass ihr Spieler seid, zusammen. Zuschauer werden immer verarscht. Zahlen Eintritt, um anderen zuzugucken, wie sie Geld verdienen. Was ein Quatsch. Ja, lass uns immer Spieler sein. Ich bin auch manchmal Zuschauer. Ich gucke mir ein gutes Fußballspiel an, ich gehe selber auf Seminare, alles gut. Aber der Prozentsatz ist entscheidend. Ich sehe mich aber immer als Spieler. Ich stelle sogar die Mannschaft auf. Die hören nur nicht auf mich.